Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute gibt es was Köstliches, Italienisches. Wir werden heute ein klassisches Risotto mit Pilzen kochen. Es ist jetzt genau Saison für Pfifferlinge und ich liebe diese kleinen gelben Waldpilze. Die duften, finde ich, so nach Aprikosen, sind so aromatisch, also perfekt für ein Risotto. Worauf es bei der Zubereitung von Risotto ankommt, das verrate ich euch dann im Video. Da gebe ich euch auch ein paar Tipps, damit das Risotto richtig schön cremig und al dente wird. Darauf sind die Italiener auch so stolz. Und wir machen es heute wie die Italiener. Wir starten jetzt auch gleich mit den Zutaten. Los geht's! Für unser Risotto mit Pfifferlingen brauchen wir folgende Zutaten: Olivenöl, ein Bund Petersilie, etwas Parmesankäse, 350 Gramm Risotto-Reis, 500 Gramm frische Pfifferlinge, 50 Gramm kalte Butter, 1,2 Liter Hühnerbrühe, 2 Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 100 Milliliter Weißwein, Salz und Pfeffer. Als erstes schälen wir die Schalotten. Vom Knoblauch nehme ich mir jetzt 2 Zehen und schäle sie ebenfalls. Wir schneiden jetzt alles in feine Würfel und stellen es beiseite. Nun kümmern wir uns um die Pfifferlinge. Die habe ich zuvor gut geputzt und geschnitten und die werden wir zusammen mit den Schalotten und dem Knoblauch separat in der Pfanne anrösten. Dafür gebe ich jetzt etwas Olivenöl in die Pfanne und schalte den Herd auf mittlere Stufe. Übrigens, ein kleiner Trick, wie ihr feststellen könnt, ob die Pfanne heiß genug ist: einfach ein Zwiebelstückchen in das Öl hineingeben und wenn es drumherum brutzelt, ist die Pfanne ausreichend erhitzt. Und jetzt gebe ich die Hälfte der Schalotten hinein und den Knoblauch, der harmoniert hervorragend mit den Pfifferlingen. Jetzt schwitzen wir die Schalotten und den Knoblauch glasig an. Wir können nun die Pfifferlinge dazugeben und mitdünsten. Noch etwas Olivenöl, umrühren, Deckel drauf. So geht es etwas schneller. Zwischendurch ein wenig salzen und ein bisschen Pfeffer noch dazu. Und wie ihr seht, tritt sehr viel Flüssigkeit aus den Pilzen aus. Ist auch ganz normal. Ich warte jetzt aber nicht ab, bis diese verdampft, sondern wir werden jetzt den Saft der Pfifferlinge abschöpfen. Das ist nämlich das Beste, sozusagen unser Umami. Dieser Waldpilzfond wirkt als Geschmacksverstärker und verleiht dem Risotto ein süßliches Aroma. Und die Pfifferlinge können nun ein wenig angeröstet werden. Nach ca. 10 Minuten können wir die fertig gedünsteten Pilze nun vom Herd nehmen und kümmern uns jetzt um den Reis. Da der Reis beim Kochen das Doppelte an Volumen zunehmen wird, verwende ich hier einen nicht so kleinen Topf. So, nun etwas Olivenöl in den Topf geben und wenn das Öl heiß genug ist, fügen wir die andere Hälfte der Schalotten hinzu. Und wenn diese glasig sind, können wir den Risotto-Reis beigeben. Der Reis wird jetzt ein wenig geröstet, bis er nicht mehr weiß, sondern leicht transparent wird. So, das ist jetzt der Moment, wo wir mit Weißwein ablöschen. Also kurz aufkochen lassen und keine Sorge wegen des Alkohols, der verdampft sowieso vollständig. Der Weißwein verleiht unserem Risotto aber ein feines Aroma. Und jetzt wird mit heißer Brühe aufgegossen, aber jeweils nur eine kleine Menge. Dabei immer wieder rühren, bis die Flüssigkeit vom Reis vollständig aufgenommen wird. Dann nach und nach etwas von der heißen Brühe zugießen und dabei ständig rühren. Was man nicht alles für ein perfektes Risotto tut. Durch das Rühren nämlich und die dabei vom Reis freigesetzte Stärke wird der Risotto schön cremig. Und jetzt kommt unser selbstgemachtes Umami ins Spiel.
Übrigens, für das Gelingen eines perfekten Risottos ist die Wahl der Reissorte wichtig. Ich verwende immer Sorten wie Arborio oder Carnaroli. Diese Reissorten enthalten nämlich viel Stärke und verleihen dem Risotto diese typisch cremige Konsistenz. Was auch wichtig ist, ist die Menge der Flüssigkeit. Auf eine Tasse Reis kommt in etwa die 4-fache Menge Brühe. Apropos Brühe, man sollte darauf achten, eine mild gewürzte zu wählen, da durch das Verdampfen sich der Salzgehalt erhöht. Und jetzt geben wir die Pfifferlinge dazu, sodass der Reis den Geschmack der Pilze aufnehmen kann. Umrühren und noch ein wenig von unserer selbstgemachten Hühnerbrühe. Zum Abrunden geben wir die Butterflocken hinzu und lassen es schmelzen. Und was machen wir jetzt? Ach ja, wieder rühren, aber nur im Uhrzeigersinn. Was man noch auf keinen Fall vergessen sollte, ist unser Parmigiano Reggiano und den reiben wir direkt darüber. Der Risotto wird ca. 18 bis 20 Minuten bissfest oder wie die Italiener sagen, al dente gegart und dann ist er nämlich fertig. Ich mag mein Risotto eher al dente, also das Innere soll leicht kernig und das Äußere schön weich cremig und es soll auf der Zunge zergehen. Dann ist es perfekt. So, es bleibt uns jetzt nur noch die Petersilie und die Blätter zupfen wir jetzt vom Stiel und hacken sie ganz fein. Endlich können wir servieren, ich kann es schon kaum erwarten, aber vorher kommt noch ein Glas von unserem gut gekühlten Rheingauer Riesling. Und noch ein wenig Parmesan darüber hobeln, etwas gehackte Petersilie und fertig ist unser Pfifferlingsrisotto. Jetzt wird probiert. Ich hoffe, das Video hat euch richtig Spaß gemacht und Appetit auf Pilzrisotto. Und wenn ja, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr hier neu seid und Spaß habt an den neuen Rezepten von mir, dann abonniert meinen Channel. Teilt das Video vielleicht auch mit euren Freunden, wenn ihr Lust habt. Danke fürs Zuschauen, macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Buon appetito, ci vediamo, bis demnächst, eure Rita.